Jetzt geht's auf die Avenue du Verdun und die führt uns dann direkt nach Monaco. Guten Morgen zusammen, heute ist es soweit, heute geht es nach Monaco. Da nehme ich euch natürlich mit. Vanessa und ich, wir machen einen kleinen Ausflug, gucken uns die Stadt ein bisschen an. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu und werde so die schönsten Sachen natürlich versuchen, so ein bisschen einzufangen. Auf jeden Fall super interessant, Wetter spielt wieder mit. Wir haben es heute 25 Grad, also perfekte Voraussetzung. Die Strecke ist heute auch nicht so lang. Wir fahren heute knapp eine halbe Stunde insgesamt. So, und da oben seht ihr jetzt die Burg oder Kastell, wo wir gestern den Ausflug hingemacht haben. Heute geht es aber unten weiter an der Küste entlang und da hinten seht ihr schon die Hochhäuser von Monaco. Das ist also wirklich nicht so weit. Oh, da unten liegen schon die ersten kleinen zierlichen Yachten vor der Bucht. So, und hier haben wir Monaco. Ja, und hier sehen wir oben schon die ersten neuen Hochhäuser oder relativ neuen. Ganz witziger Kontrast halt mit diesen alten Gebäuden gegenüber. Ja, daran muss man sich jetzt gewöhnen. Vanessa sagt gerade, hier ist ein schöner Maserati vor uns. Das ist jetzt noch eher so was Kleineres. Hier kann man wirklich Autos sehen, die dann richtig teuer sind. Aber da kriegen wir bestimmt noch ein bisschen was vor die Linse heute. So, und da ist jetzt dieses neue Hochhaus. Das ist das höchste Hochhaus hier in Monaco. Und da habe ich gerade gestern einen Bericht gesehen über das teuerste Apartment. Also wohlgemerkt Apartment, was es da drin gibt. Das kostet 368 Millionen $. Geht über 4 Etagen. Ganz oben mit Swimmingpool. Da sieht man mal, was hier so für Preisklassen sind. 368 Millionen $ für ein Apartment. Ist dann natürlich riesig, über 4 Etagen und mit einer Terrasse außenrum, aber das sind natürlich Preise. Aber gut, hier ist halt das Geld versammelt. So, hier sieht man schon so ein bisschen den Prunk. Jetzt können wir auch schon mal langsam gucken, ob ich hier irgendwo einen Parkplatz finde. Jetzt wird es nämlich langsam schwierig mit Parken. So, hier haben wir jetzt das Casino. Also wir suchen jetzt erstmal einen Parkplatz irgendwo und dann werden wir das alles zu Fuß angucken. Was in Monaco auch viel ist, sind überall Parks. Ja, und das ist natürlich immer super. Hier hat man überall Parkmöglichkeiten für Mopeds. Einmal absteigen und dann gucken wir uns mal ein bisschen die Stadt an. So, und hier sind wir jetzt schon in einem dieser schönen Parks. Und die sind hier überall in der Stadt. Also nicht nur Hochhäuser, sondern auch alles schön begrünt. So, und wenn man natürlich
in Monaco ist, dann darf man nicht versäumen, in Monte Carlo zum Casino zu gehen. Das ist natürlich so der Touristen-Hotspot. Da kann man ein bisschen Geld loswerden. Werden wir uns heute sparen. So, und wo man dann richtig People-Watching machen kann, das ist hier drüben das Café de Paris. Super bekannt, daneben Tiffany. Da kann man dann sitzen und so ein bisschen People-Watching machen. Und jetzt müssen wir natürlich, weil noch kein Betrieb ist, aber man kann sich das mal anschauen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal ins Casino Monte Carlo gehen. Das ist das bekannte Hotel de Paris von der anderen Seite und hier unten seht ihr dann so die Autos, die hier so zu sehen sind. Ja, und dann hier natürlich der Yachthafen von Monaco. Im Hintergrund seht ihr dann da ganz oben, das ist die Festung, die alte. Also wer es noch nicht gesehen hat, es ist einfach wirklich beeindruckend. Man mag davon halten, was man will, von diesem Reichtum, von diesem übermäßigen. Monaco hat ja jeder dritte, ich glaube 30%, 33% der Einwohner sind Millionäre. Ich glaube die höchste Millionärsdichte, die es hier gibt in Europa. Ja, und da oben seht ihr dann, wie Monaco liegt, direkt am Berg. Also eine traumhafte Lage. Monaco ist ja der zweitkleinste Staat der Welt oder auch Stadtstaat nach dem Vatikanstaat. Also man braucht eine Stunde zu Fuß, dann ist man einmal durchgelaufen. Hat glaube ich 34.000 Einwohner, also wirklich alles sehr klein. Von hier oben hat man jetzt noch mal einen schönen Blick auf die kleinen Bötchen. Ja, von oben sieht es mächtig aus, wenn man jetzt so davor steht. Dann sieht es aus wie ein Haus, also größer als ein Haus. So ein Dreifamilienhaus wahrscheinlich.
Da die Formel 1 ja noch nicht so lange her ist, sieht man jetzt hier überall noch am Straßenrand die Leitplanken liegen, die ja dann zur Formel 1 immer aufgebaut werden. Hier, da drüben. Und natürlich haben wir hier alle Designer vertreten in Monaco. Alles, was Rang und Namen hat, macht hier wahrscheinlich auch dicken Umsatz. Wir haben gerade eine Anzeige gesehen in unserem Immobilienbüro. Dachten so, Mensch, für 320.000 gab es da was im Angebot. War aber keine Wohnung, war ein Parkplatz. Also 320.000 Euro für einen Parkplatz. Und auch hier in Monaco, wie überall Südfrankreich und Italien, guckt euch mal an, wie viele Roller hier stehen. Die ganze Straße hoch, die ganze Straße runter. Ist auch eins der besten Verkehrsmittel hier, weil mit dem Roller kriegt man an sich fast überall einen Parkplatz. Wir haben es auf jeden Fall heute ganz gut abgepasst mit der Zeit. Weil wenn ihr euch das mal anschaut, was da jetzt los ist. Jetzt wird es hier richtig voll. Ist natürlich hier klar, Casino. So, ihr seht, jetzt wird es hier richtig voll langsam. Also der Touristenmagnet Monaco schlägt zu. Wir werden uns jetzt hier wieder verdünnisieren. Haben jetzt alles gesehen. Sind hier 2 Stunden schön gelaufen, haben uns alles angeguckt. Bis auf den Palast, aber das muss jetzt auch nicht sein. Den habe ich schon mal gesehen. Jetzt machen wir langsam wieder die Heimfahrt. So, jetzt geht es noch mal kurz am Yachthafen vorbei. (27 Grad) haben wir jetzt, also perfektes Wetter jetzt, um wieder ein bisschen zu fahren. Ist beim Laufen schon beinahe zu warm jetzt. So, jetzt geht es durch den Tunnel. Und das ist jetzt auch der Tunnel, wo die Formel 1 Strecke durchgeht. Ja, und wenn ihr das sehen würdet, wie klein das hier ist, wie eng diese Kurve ist und mit was für einem Speed die hier durchjagen. Unglaublich. So, und hier unten ist jetzt der Beach. Oder wenn man das so nennen kann. Das ist natürlich extrem klein, alles Steinstrand hier. Ja, das war jetzt unser kurzer Besuch in Monaco. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein paar Eindrücke mal vermitteln. Ich muss jetzt mal sehen, wie ich zurückkomme. Da muss ich jetzt ohne aktives Navi fahren. Weil das lässt sich jetzt gerade nicht starten, weil die mobilen Daten nicht aktiv sind. Die habe ich nämlich gerade ausgeschaltet, denn dummerweise habe ich meine SMS nicht gelesen vorhin. Und habe dann innerhalb von 2 Stunden, dadurch, dass wir halt uns da immer irgendwelche Ziele eingegeben haben in Monaco mit Google Maps, habe ich kurz mal meine 60 Euro an mobilen Daten verbraucht. Also da solltet ihr mal drauf achten, wenn ihr euch in der Gegend hier bewegt. Sonst wird es richtig teuer. Erinnert sich ein bisschen an alte Zeiten, als es diese Roaming-Regel für die EU noch nicht gab. Da musste man auch immer abschalten und anschalten, je nachdem, wo man war. Naja, aber passiert. Da war es aber sehr schön. Wurde jetzt leider sehr voll zum Mittag hin, ist klar, am Wochenende auf den Samstag. Aber wir sind jetzt glücklicherweise zeitig noch raus und haben alles gesehen, was zu sehen ist. War auf jeden Fall wieder sehr eindrucksvoll. Und jetzt geht es wieder zurück zum Cap Martin, was jetzt auf der anderen Seite des Kaps liegt hier. So, liebe Scooter-Freunde, das war's für heute mit dem Ausflug nach Monaco und Monte Carlo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Es hat sich wieder gezeigt, dass ein Scooter so mit das Praktischste ist, was man so auch auf Reisen fahren kann. Denn wir haben ja nun Helme dabei gehabt und Jacken. Und das ist natürlich blöd, wenn man da dann rumläuft. Und das muss man oftmals, wenn man halt jetzt keine Gepäcklösung hat beim Motorrad, immer alles mitschleppen. Und wir konnten halt unsere Helme unter die Sitzbank und unsere Jacken ins Topcase und mussten nichts mitnehmen.
Und das ist wirklich extrem praktisch, weil es war ja doch recht heiß vorhin und ja, so muss man sich da nicht mit dem ganzen Zeug abpuckeln und kann ganz entspannt da so ein bisschen Sightseeing machen und sich die Gegend anschauen. Also absolutes Plus wieder für einen Maxi-Roller mit ausreichend Stauraum. Nicht nur in der Stadt, sondern auch auf Reisen. Absolut praktisch. Dazu noch viel Fahrkomfort. Glaube ich zumindest, oder Vanessa? Ist bequem hinten? Also Vanessa sagt, top bequem, sitzt gut hinten. Kann sich ja schön bequem ans Topcase anlehnen. Also nicht vergessen, Daumen nach oben hinterlassen und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, unten den Kanal abonnieren. Ist kostenlos. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, fahrt vorsichtig. Bis dann und ciao.